Hallo liebe SimCNC-Nutzer, heute wie versprochen mein Video zum Werkstück einrichten. Dafür gehen wir hier auf den Tab Werkstück einrichten und bekommen diese Ansicht. Geteilt ist die Bildschirmoberfläche in zwei Teile. Einmal hier unten die Parameter für alle Antastroutinen und hier oben den Bereich die verschiedenen Varianten zum Antasten bzw. Messen. Da haben wir einmal Rechteck, einmal Kreis, Ecken antasten, symmetrische Flächen antasten, die Z-Höhe antasten und Rotation. Und hier hinten haben wir noch einen Reiter für die Werkstückverwaltung. Ich fange hier unten mit den Parametern mal an. Dazu habe ich mir eine PowerPoint-Präsentation gemacht, weil sich das da einfach besser erklären lässt. Genau, ich fange hier oben an. Da haben wir einmal den Durchmesser der Tastspitze. Dann haben wir hier unten drunter die Suchstrecke. Das habe ich mal hier so eingezeichnet in Z-Richtung, weil man da auf den ersten Blick halt sieht, was damit gemeint ist. Aber die Suchstrecke gilt natürlich auch in X-Richtung oder Y-Richtung. Dann haben wir hier den XY-Abstand zur Messfläche. Das ist zum Beispiel hier zu sehen in der Draufsicht, wenn eine Rechteckmessung zum Beispiel gemacht wird. Dann ist es der Weg, den der Taster über die Werkstückkante drüber hinaus fährt und dann praktisch eben der Abstand zur Messfläche. Dann den Abstand zur Außenkante, das ist wie weit rein der erste Messpunkt von der Werkstückaußenkante gemacht wird. Da gehe ich dann in den einzelnen Varianten nochmal drauf ein. Nur, dass ihr schon mal einen Überblick bekommt über diese verschiedenen Werte. Dann haben wir hier die Z-Sicherheitshöhe. Das habe ich ja hier eingezeichnet. Das bedeutet, bei jeder Variante von Antastung, egal ob Ecke, Kreis und so weiter, wird immer zuerst eine Z-Messung gemacht, weil das als Referenzfläche dann dient für die weiteren XY-Messungen. Und nachdem er die Z-Messung gemacht hat, fährt er auf diese Z-Sicherheitshöhe. Das macht er auch zwischen den X- und Y-Messpunkten. Also immer wenn von einem Messpunkt zum nächsten verfahren wird, fährt er wieder auf diese Z-Sicherheitshöhe. So ist halt sichergestellt, dass man nirgendwo hängen bleiben kann, weder an einer Erhöhung vom Bauteil irgendwo oder eine Spannbratze oder was auch immer. Dann haben wir den Z-Messwert. Das ist, wie ich schon sagte, bezieht sich das dann auf die Tiefe von dem Messpunkt in X oder in Y, eben bezogen auf die Referenzfläche, die vorher in Z-Richtung angetastet wurde. Hier steht jetzt ein negativer Wert drin, aber man kann auch einen positiven Wert eingeben. Das zeige ich euch dann später, wenn ich zur Z-Höhenmessung komme, wofür das gut sein könnte. Hier haben wir den Vorschub, der für die Messung da ist, also sprich, wenn von Punkt zu Punkt gefahren wird, ist das der Vorschub. Das ist für die schnelle Antastung der Vorschub und das für die langsame Antastung. Ganz unten haben wir noch den Parameter, wo der 3D-Taster angeschlossen ist. Trägt man einfach den Digitaleingang ein und kann das dann auch hier über diese LED-Anzeige nochmal kontrollieren, ob wirklich der richtige Digitaleingang eingetragen ist und der hier auslöst. Hier gibt es dann nochmal zwei Checkboxen, da gehe ich dann auch im Laufe der verschiedenen Varianten drauf ein. Das soll es dann erstmal zu den Parametern gewesen sein. Hier kommen wir jetzt zur Rechteckantastung, Schrägstrich-Messung. Da gibt es einmal die Möglichkeit, ein Rechteckteil über die Außenkontur anzutasten oder über eine Rechtecktasche.
Man muss vorher hier die groben Maße eingeben seines Bauteils. Das kommt jetzt nicht aufs Hundertstel an, oder selbst wenn das 1 Millimeter kürzer oder länger ist dann nicht so schlimm. Man muss nur das bei den Parametern dann beachten, wie zum Beispiel bei dem Abstand zur Messfläche, dass man nicht kollidiert mit der Außenkante vom Teil. Alle Messungen beginnen immer mit einer Z-Antastung. Die kann man an beliebiger Stelle seines Teils machen. Gestartet wird die ganze Messung / das Antasten über die Schaltfläche hier, und beim Rechteck liegt dann auch, wie die Schaltfläche schon angeordnet ist, der Nullpunkt in der Mitte. Wie gesagt, wenn man dann die hier gestartet hat, wird die Z-Messung gemacht. Danach kommt eine Dialogbox, wo man aufgefordert wird, den 3D-Taster mittig vom Teil zu positionieren, und dann klickt man auf OK und dann beginnt die Messung. Mit dem der erste Messpunkt dann überhaupt gemacht werden kann, braucht man halt hier die Länge, genauso wie weit über diese Länge drüber hinaus gefahren wird. Da muss man dann natürlich beachten, wenn man jetzt eine Suchstrecke in alle Richtungen nur 5 mm hat und man fährt aber übers Bauteil 10, 15 mm drüber hinaus, dann bekommt man natürlich an dieser Seite keine Messung. Ja, das muss man halt ein bisschen beachten, diese ganzen Parameter. Ja, dann, wenn man eben jetzt zum Beispiel keinen Nullpunkt setzen möchte, sondern nur das Teil vermessen möchte, dann aktiviert man eben diese Checkbox, die ich hier vor uns erwähnte. Die ist dann über diese grüne Farbe angezeigt, dass sie aktiviert ist. Und dann wird einfach nur über 4 Punkte außenrum das Rechteck angetastet, beziehungsweise je nachdem, oder die Rechtecktasche, je nachdem, was man ausgewählt hat. Und dann bekommt man in der Python-Konsole die Längenmaße angezeigt. Und dann war es das schon. Wenn man jetzt aber den Nullpunkt in die Mitte setzen möchte, weil man dann sein CNC-Programm arbeiten möchte, dann wird die Checkbox deaktiviert. Bei den beiden Rechteck-Varianten wird dann, wenn die deaktiviert ist, immer die Rotation mit beachtet beim Ausmessen. Das heißt, hier muss auf jeden Fall ein Wert eingegeben werden. Wenn man dann den Nullpunkt angetastet hat und die Rotation mit bestimmt ist, dann wird diese hier in der Rotationsanzeige mit angezeigt und für das nachfolgende Programm natürlich mit verrechnet. Das war's schon zur Rechteckmessung, und da kommen wir zur Kreismessung. Das Ganze ist auch wieder ähnlich aufgebaut. Ich habe hier mein Maß für den Kreis, den ich antasten möchte. Einmal eben außen oder innen. Dann gibt es hier einen Eingabewert für den Startwinkel, für den ersten Messpunkt. Und hier kann man eingeben, mit wie vielen Messpunkten man den Kreis messen möchte. Das ist im Skript momentan liegt bei 3 bis 12 Punkten. Wenn man einen anderen Wert eingeben würde, dann bekommt man in der Python-Konsole eine Fehlermeldung. Den Startwinkel kann man zwischen 0 und 359 Grad wählen. Der Startwinkel ist bei der Kreismessung immer auf der X-Achse liegend, und wenn man das aus Uhrzeitsicht sehen würde, hier auf Viertel. Genau, und im Uhrzeigersinn geht es dann von 0 bis 359 Grad. Auch wenn man da einen anderen Wert eingeben würde, bekommt man eine Fehlermeldung. Auch hier ist wieder, wenn man die Messung startet, eine Z-Messung als erstes dran. Das kann man wieder an einer beliebigen Stelle auf dem Kreis machen. Dann kommt die Dialogbox wieder und man wird aufgefordert, den 3D-Taster mittig des Kreises zu positionieren, den man ausmessen möchte. Und dann klickt man auf OK und dann geht die Messung weiter. Und ja, hier ist nochmal dargestellt, was dann hier der Abstand zur Messfläche eben ist. Auch wieder, wenn
hier in der Mitte der Taster startet, wie weit er dann über den Kreis, den man vorher hier über diese Maße definiert hat, drüber hinaus fährt. Und dann, wie gesagt, muss man, je nachdem wie weit man drüber hinaus fährt, natürlich die Suchstrecke entsprechend groß haben. Ja, viel mehr gibt es zu dem Kreis gar nicht zu sagen. Auch hier gilt wieder das Gleiche, wenn man den Kreis nur außen messen möchte, kann man diese Checkbox aktivieren, für den XY-Nullpunkt setzen, verwerfen. Dann macht man eine reine Messung, bekommt das Durchmessermaß in der Python-Konsole angezeigt und das war's. Hier kommen wir zu dem Ecken antasten. Hier haben wir die Möglichkeit, den Nullpunkt auf eine der Ecken zu legen, entweder über die Außenecken oder über die Innenecken. Aufgebaut ist das auch wieder wie die vorhergehenden Varianten. Hier kann man die groben Maße seines Bauteils eintragen. Das ist dann wichtig, wenn man die Rotation mitbestimmen möchte. Und hier gibt es auch den Eingabewert für den zweiten Messpunkt bei der Rotationbestimmung. Ich fange mal hier an, wenn man einfach nur eine Ecke antasten möchte, weil man vielleicht das Bauteil an einem Anschlag liegen hat auf dem Maschinentisch und einem dann reicht, wenn man tatsächlich nur den Nullpunkt auf die Ecke gesetzt hat. Dann lasse ich das so, wie das jetzt hier aussieht. Also diese Checkbox ist nicht angehakt und ich brauche natürlich auch keinen Wert für den zweiten Messpunkt. Genau, dann kann ich über die jeweilige Schaltfläche hier eben, je nachdem wo ich meinen Nullpunkt hinhaben möchte, in welche Ecke, einfach den Messvorgang starten und dann wird auch wieder zuerst die Z-Höhe angetastet und anschließend dann jeweils in eine Richtung, jeweils die jeweilige Ecke. Wenn ich jetzt aber den Nullpunkt auch zum Beispiel hier links unten haben möchte, außen, und ich habe ein Bauteil, was 300, 400, 500 mm in X-Richtung lang ist und ich möchte darüber meine Rotation bestimmen, dann klicke ich die Checkbox mit an, gebe hier den Wert ein. Natürlich, umso größer der Abstand zwischen den beiden Punkten ist, umso genauer wird die Rotation, die da berechnet wird. Und ja, dann kann ich genauso die Messung starten. Zuerst wieder wird in Z gemessen und dann anschließend die Punkte abgefahren. Über welche Achse die Rotation gemessen wird, also über welche Länge, das entscheidet sich je nachdem, welcher Schenkel länger ist. Ist Y-Schenkel länger, wird dort automatisch der zweite Messpunkt gemacht. Wenn X länger ist, dann auf der X-Seite. Das fällt mir gerade ein, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Bei den Rechteckmessungen, da ist das genauso. Die Rotation wird immer in die Richtung, also auf der Achse gemessen, wo der Schenkel länger ist. So, da können wir schon zum Antasten von symmetrischen Flächen gehen. Da hole ich mir meine PowerPoint wieder. Ja, hier gibt es die Möglichkeit, einmal in X-Richtung und einmal in Y-Richtung symmetrische Flächen anzutasten und seinen Nullpunkt dann mittig zwischen diese zwei Flächen zu legen. Zum einen kann man, wenn man wieder diese Checkbox aktiviert und den XY-Nullpunkt verwerfen möchte, dann kann man einfach nur die Messung machen zwischen zwei Flächen oder eben auch Außenfläche ausmessen und den Abstand bekommt man dann wieder in der Python-Konsole angezeigt. Das ist rein die Messung. Wenn man jetzt die Flächen, also sprich den Nullpunkt in die Mitte setzen möchte, dann die Checkbox deaktivieren, dann wieder an beliebiger Stelle auf einer der beiden Seiten seinen Z-Nullpunkt antasten und dann wird man aufgefordert, wieder über die Dialogbox seinen Taster dort zu positionieren, wo man dann zum Beispiel, wenn man jetzt in
X-Richtung antasten möchte, dann soll man den Taster dorthin bewegen, wo man auch in X-Richtung antasten möchte. Aber circa mittig zwischen diesen beiden Flächen, die man antasten möchte. Dann klickt man auf OK und ertastet einmal hier, wie jetzt gezeigt, einmal in X- und einmal in X+ Richtung an. Genau. Dann hat man den Nullpunkt in der Mitte und bekommt aber zusätzlich auch den Abstand noch mit angezeigt. Also der wird trotzdem vermessen und auch das Ergebnis angezeigt. Wenn ich jetzt zusätzlich die Rotation bestimmen möchte dieser beiden Flächen, dann muss ich natürlich die Checkbox aktivieren für das Rotation bestimmen. Und das Prinzip ist eben gleich wie bei den vorhergehenden Sachen. Hier gibt man dann wieder den Wert ein für den zweiten Messpunkt. Und dann ist das Prozedere genauso. Dann muss man auch wieder nur aufpassen mit den Angaben. Also wenn jetzt meine Fläche hier, sagen wir nur 100 mm insgesamt ist, ich gehe ungefähr 20 mm von dieser Kante aus nach innen, um meine Messung zu machen, dann muss ich natürlich beachten, dass ich beim zweiten Messpunkt nicht außerhalb antaste. Aber das ist natürlich logisch, ne? Das gleiche gilt dann auch genauso für die Y-Antastungen. Diese Checkbox ist dann da, um auszuwählen, auf welcher der beiden Seiten ich die beiden Messpunkte haben möchte. Dann kann ich einfach umschalten. So, hier sieht es dann aus, einfach. Und je nachdem, jetzt wäre es auf X-, die beiden Punkte zur Rotationsbestimmung, und jetzt auf X+. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich habe immer versucht, alles ziemlich gleich aufzubauen, damit man sich gut zurechtfindet. So, da kommen wir schon zum letzten Tab der Antastvarianten. Das ist hier die Z-Höhe und Rotation. Z-Höhe wird ja, wie gesagt, bei jeder Variante am Anfang gemacht, aber das kann man natürlich auch einzeln machen. Wenn man irgendwo nur mal die Z-Höhe als Nullpunkt antasten möchte, als Referenz, kann man das natürlich hier über diese Schaltfläche jederzeit machen. Dann hatte ich ja am Anfang gesagt, bei den Parametern, dass man den Z-Messwert einmal in positive Richtung oder in negative Richtung machen kann. Also als negativen Wert oder als positiven Wert eintragen kann. Negativ ist klar, ich taste hier meine Z-Höhe an und dann wird davon in Z- die entsprechende X- oder Y-Antastung gemacht, bei Rechteck, Kreis oder und so weiter. Jetzt habe ich aber aus irgendeinem Grund meine Z-Referenz auf einer Aufspannplatte unten und möchte aber oben meinen XY-Nullpunkt setzen. Dann kann ich hier meine Z-Höhe als Referenz messen, dann ist praktisch Z0 hier. Und wenn ich jetzt 30 mm als Messwert eingegeben habe, dann fährt er nach oben die 30 mm und misst dort dann in X und Y den Nullpunkt ein. Dazu muss ich natürlich beachten, dass ich die Z-Sicherheitshöhe entsprechend hochstelle, damit er dann überhaupt in diese Höhe fahren kann. Weil wenn jetzt angenommen 30 mm von der Z0 hier unten meine XY-Messung gemacht wird und ich habe Z-Sicherheitshöhe auf 15 mm, dann kommt er natürlich nie da hoch. Das muss man dabei beachten. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich rübergebracht. Ansonsten schreibt einfach in die Kommentare, wenn es Unklarheiten gibt oder eben auch Vorschläge für weitere Ideen oder Kritik. Gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann ich bei der Z-Höhenmessung natürlich auch die Differenz zwischen zwei Höhen messen.
Das kann ich einfach über 2 Punkte machen, natürlich auch über mehrere Punkte, aber die Differenzhöhe wird mir immer vom letzten zum vorhergehenden Punkt in der Python-Konsole oben angezeigt. Das war es eigentlich schon zur Z-Höhe. Dann haben wir hier nochmal die Rotation messen. Da gehe ich mal in meiner PowerPoint weiter, wofür das sein könnte zum Beispiel. Zum einen kann ich zum Beispiel einfach nur eben wieder ermitteln, wie schräg ist diese Achse. Dann wird mir das hier oben einfach nur angezeigt hier in dieser Anzeige. Oder ich will diese Rotation wirklich nutzen, um die Abarbeitung des G-Codes mit zu berücksichtigen, damit er mit verdreht wird. Mir ist dazu eingefallen, ich habe das schon ein paar Mal auf Arbeit gehabt an unserer Maschine. Dort gibt es die Möglichkeit auch. Und zwar, wenn wir wie hier dargestellt, ein Teil von der zweiten Seite bearbeiten möchten, ein rundes. Und jetzt zum Beispiel hier, Moment, ich weiß gar nicht. So kann man zoomen. Hier sieht man die einzelnen Punkte für einen Lochkreis zum Beispiel, den man hier noch anbringen möchte. Dann ist bei einem runden Teil natürlich schlecht, die Ausrichtung zu machen für X und Y. Und wenn ich hier zum Beispiel jetzt da eine Kante innen habe im zylindrischen Bauteil, dann kann ich diese Achse antasten und danach meine Rotation bestimmen und den G-Code entsprechend verdrehen. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Varianten, zum Beispiel wenn ich ein Bauteil habe, wo ich nur eine Nacharbeit machen möchte, also wenn dort eben schon ein fertiges Teil ist und ich möchte da noch was eben zum Beispiel so einen Lochkreis einbringen oder vielleicht auch bloß eine Nut irgendwo oder irgendwas. Und ich muss dazu trotzdem die Rotation dieses symmetrischen Bauteils mitbestimmen. So habe ich versucht, viele Varianten abzudecken, die irgendwie nützlich sein könnten beim Antasten eines Teils. Das wäre es dann zu den Messvarianten. Da kommen wir hier noch zu dem letzten Tab, der Werkstückverwaltung. Da haben wir hier rechts zum einen die Tabelle für die Nullpunktverschiebungen, G54 und so weiter. Dann ist hier drüben auf der linken Seite noch die einzelnen Achsanzeigen, wo ich dann separat nochmal die Achsen jeweils auf 0 setzen kann, beziehungsweise über diese Schaltfläche alle abnullen kann. Was ich natürlich auch hier oben einzeln kann, aber ja, hier habe ich das einfach nochmal mit drin. Und dann gibt es hier nochmal eine sogenannte sichere Positionierung. Das bedeutet, ich habe mein Bauteil eingemessen, wie jetzt mal hier im Beispiel, habe meinen Nullpunkt hier auf der linken unteren Ecke und will jetzt ich sehe jetzt, dass ich hier auf der Kante auf der X-Achse doch eine Beschädigung im Rohteil habe und mein G-Code noch 1 mm oder 2 mm nach Y plus schieben muss. Dann kann ich hier einfach auf schnellem Wege, deswegen steht hier auch von Haus aus 0 drin, den Nullpunkt anfahren, indem ich einfach hier die Achsen aktiviere wieder über die Checkboxen. Dann klicke ich auf Ausführen und dann fährt die Maschine auf X und Y 0. Dann kann ich einfach den Wert, um den ich noch verschieben möchte, zum Beispiel 2 mm, hole ich mir meine PowerPoint wieder, gebe ich hier ein, mache wieder die entsprechende Checkbox nur an, wenn ich nur X oder Y verfahren möchte, klicke auf Ausführen und kann dann hier meine 0 setzen, wieder neu. Dafür ist das einfach gedacht.
Bei Z steht von Haus aus immer 15 mm drin, so dass man, wenn man die Z-Achse direkt mit verfährt, immer 15 mm über dem Bauteil stehen geblieben wird, damit es zu keiner Kollision kommen kann. Ja, den Nullpunkt kann man natürlich auch anders anfahren. Entweder man macht das alles über die MDE-Eingabe auf der Statusseite hier. Dann kann man hier auch nochmal den XY-Nullpunkt anfahren. Und ja, für mich ist das so ganz praktisch und deshalb habe ich das hier mit integriert. Ja, das war es mal soweit zu meinen Antast-Varianten. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.